Wir wollen heute über das Thema HiFi-Streaming sprechen. Ich bin jetzt seit kurzem Chefredakteur der Stereo und moderiere eben auch hier dieses Panel mit unseren wunderbaren Gästen. Die möchte ich jetzt ganz gerne einmal kurz vorstellen, dann starten wir in ein paar kleine Fragen zum Anfang an jeden und dann hoffe ich, dass sich hier ein sehr reges Gespräch ergeben wird, wo ich möglichst wenig zu beitragen muss als Moderator und wenn Sie Fragen haben, dann einfach sich melden, dann werden wir es auch zu Wort nehmen und an einen der Experten geben. Fangen wir zu meiner Linken an. Mareile Heinecke ist hier, da freuen wir uns sehr. Sie ist Country Managerin von Cobas für den Raum Germany. Cobas kennen wahrscheinlich alle. Ich sage trotzdem kurz was dazu. Es ist hier bei uns in der Branche natürlich wahnsinnig verbreitet. Eigentlich wahrscheinlich der wichtigste Streamingdienst für Hi-Res-Streaming, HiFi-Streaming von Musik. Ich glaube, auf der ganzen Messe gibt es eigentlich fast keinen Streamer mehr, der um Cobas herumkommt. Deswegen natürlich eine ganz tolle Perspektive aus der Software-Seite zum Thema Streaming. Dann einmal daneben Robert Berg, freut uns auch sehr. Eine Perspektive, die ein bisschen von außen auf unsere Szene schaut, auf HiFi-Streaming. Deswegen finden wir das ganz besonders spannend. Robert ist Director Communications and PR bei Anker Soundcore. Beziehungsweise bei Anker eigentlich und Soundcore gehört dazu. Genau. Da muss ich vielleicht kurz was zu sagen. Das kennt vielleicht nicht jeder hier. Anker ist eine sehr, sehr große Marke, sehr erfolgreich, die viel online verkauft, die sehr, sehr breit aufgestellt ist mit Produkten von Balkonkraftwerken über Powerstations bis hin zu Kabeln und eben mit der Marke Soundcore auch Audioprodukte, hauptsächlich im Einsteigersegment, die online viel vertrieben werden. Dementsprechend eine ganz tolle Perspektive, die so ein bisschen von außen auf das Thema HiFi schaut und das auch aus der Perspektive des Massenmarktes eigentlich betrachten kann. Also danke, dass du hier bist. Danke, dass ich da sein darf. Hallo. Dann auf meiner anderen Seite erstmal Markolf Heimann, den kennen vielleicht einige. Er ist der Managing Partner von Audiotrade, einem der größten HiFi-Vertriebe, die wir in Deutschland haben, auch sehr, sehr breit aufgestellt. Da gibt es so tolle Marken wie Project zum Beispiel im Angebot, aber eben auch so etwas wie Veeam Audio. Das ist etwas, wo ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen werde. Also wirklich eine sehr, sehr breit aufgestellt, sehr tolle Produkte und deswegen freuen wir uns auch, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und last but not least, Christoph Sutthys, auch total spannend, jemanden, den wir eingeladen haben, der die Streaming-Welt aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Er ist Gründer und Geschäftsführer von der Zafaco GmbH, einer Firma, die sich auf das Testing und die Qualitätsmessung von digitaler Infrastruktur im Prinzip fokussiert hat. Das heißt, die testen Geschwindigkeiten von zum Beispiel dem DSL-Anschluss zu Hause, die machen Netzwerkabdeckungschecks für Mobilfunk und kann dementsprechend uns hier eine Perspektive aus der logistischen Infrastrukturseite praktisch geben. Finde ich auch sehr interessant. Danke, dass du hier bist, Christoph. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wunderbar. Wie gesagt, ich würde gerne starten, würde einmal eine Frage stellen, dann gehen wir so ein bisschen weiter. Jeder von euch sehr gerne immer jederzeit auch kommentieren. Wir wollen ja ein reges Gespräch haben und wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich gerne. Ich würde gerne bei dir starten, Mareile. Cobas macht ja Hi-Res-Streaming schon sehr lange, seit 2007, glaube ich, wenn ich das richtig habe. Seit 2007, also 2007 wurden wir gegründet, ja. Aber die ersten 2 Jahre war der komplette Katalog in Lossless, also CD-Qualität verfügbar und Hi-Res Download Store 2009 dann und das Streaming kam 2015. Klar. Also relativ spät im Vergleich zur Gründung, aber relativ früh im Markt. Okay, aber trotzdem seid ihr jetzt natürlich schon sehr lange damit am Start, auch viel, viel länger, als es große Anbieter sind. Die sind ja teilweise sehr spät erst nachgerückt. Und manche Anbieter wie Spotify, die den Weltmarkt ja eigentlich dominieren, schaffen es bis heute nicht oder haben es immer noch nicht Lossless Streaming im Angebot. Da stellt sich mir die Frage, was ist denn die Herausforderung und was ist das Schwierigste daran, Hi-Res Streaming an den Mann zu bringen? Was sind so die Challenges, die ihr da auf dem Weg hattet? Ja, genau. Also heute sehe ich das eher als Standard, ne? Wie du das auch ausgedrückt hast. Ja, auf jeden Fall. Wir waren vielleicht die Pioniere, die angefangen haben, aber wir freuen uns eigentlich, dass im Laufe der Jahre die anderen, vor allem großen Plattformen, nachgezogen sind. So, wir sind in der Nische, in der wir uns hier bewegen, relativ bekannt, wie du es gesagt hast. Auf der Straße kennt uns dann kaum noch jemand. Ja. Aber wir sehen,
die positive Entwicklung des Hi-Res oder zumindest HiFi-Sound immer mehr demokratisiert wird, das breite Publikum erreicht und heute fast schon zum Standard geworden ist. Wo jetzt die technischen Schwierigkeiten oder die vielleicht auch die legalen Schwierigkeiten bei anderen Partnern, anderen Plattformen liegen, dass sie das bis heute nicht anbieten, kann ich mich nicht zu äußern. Na, das verstehe ich Ja. natürlich. Nee, das ist klar. Aber es ist, macht das jetzt ja wirklich schon länger. Das ist natürlich klasse, Vorreiter an der Stelle tatsächlich. Du sagst ja, du sprichst vom Massenmarkt, von der Leuten auf der Straße. Da ist es Cobas noch nicht so angekommen. Vielleicht da mal die Perspektive von dir, Robert. Das ist natürlich klasse jetzt, dass wir da diese Überleitung haben. Hattest du von Cobas vorher schon gehört? Also als Auto interessiert natürlich schon, aber klar, also die Konkurrenz, sage ich jetzt mal, die den Massenmarkt bedient, die ist dann vielleicht schon ein bisschen bekannter, sage ich jetzt mal. Aber nee, ich glaube, da seid ihr schon gerade was du hast ja gesagt Nische, ich würde nicht sagen, dass es eine Nische ist, sondern diese Spezialisierung, ich glaube, dass ihr da schon wirklich top seid. Ne? Also von daher. Vielleicht noch ganz kurz ergänzend. Ich glaube, bisher war es gar nicht die Schwierigkeit, die das Ganze irgendwie die Steine in den Weg gelegt hat, sondern eher das Interesse war nicht da. Also ich glaube, es war nicht die Wichtigkeit, war einfach die Relevanz wurde nicht gesehen von anderen Plattformen. Und das bricht jetzt langsam auf von den letzten 2-3 Jahren, würde ich sagen. Ja, das merkt man ja. Amazon ist da mit eingestiegen. Tidal ist jetzt ja auch ein großer Anbieter, die das machen zum Beispiel. Also Streaming wird doch tatsächlich, Qualität wird immer mehr in den Fokus gerückt. Ja. Ist das denn etwas, was den allgemeinen Nutzer, auch den Nutzer von Soundcore-Produkten, die ja in der Regel eher in dem günstigeren Segment angesiedelt sind, ist das was den Menschen wichtig ist, auch außerhalb von unserer HiFi-Nische? Ja, total. Also ich meine, die Leute wollen Qualität, die wollen natürlich dafür nicht so viel zahlen, idealerweise. Da haben wir uns gut positioniert, gehen auch immer mehr in diesen Premium-Bereich rein, aber Premium heißt bei uns dann 150, 200 Euro. So, also das ist jetzt nicht die komplette finanzielle Offenbarung, die man dann dafür hat, sondern es ist alles noch im Rahmen. Und ja, die Leute wollen trotzdem Qualität haben. Und da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man einfach auch guckt, was zum Beispiel für Codecs da drin sind. Also zum Beispiel aptX ist ja von Qualcomm, ist relativ gängig. Oder LDAC, also LDAC, der Codec von Sony. Und da kriegt man schon für einen Kopfhörer, der bei uns 99 Euro kostet, schon diesen Codec und man merkt diesen Unterschied. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt vielleicht ein Android-Smartphone nutzen, sollten Sie das auf jeden Fall einstellen, dass dieser LDAC-Codec unterstützt wird. Sie werden sofort merken, dass die Bluetooth-Komprimierung ganz anders ist und werden eine ganz andere Qualität haben. Und ich glaube, viele Leute wissen das einfach noch gar nicht, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, das einzustellen. Und ja, von daher ist High-End-Streaming und wirklich Qualität super wichtig. Das ist natürlich vielleicht auch dann für uns nochmal eine Aufgabe, ne? Wenn du sagst, das ist was bei der Masse vielleicht noch gar nicht angekommen ist, dass wir einfach in der Kommunikation da auch noch ein bisschen was zu tun haben. Richtig. Aber spannend, ne? Ich fand das total interessant, dass die alle nachgezogen haben, dass selbst die großen Anbieter das machen. Spotify kündigt es ja auch schon lange an jetzt, warum auch immer es nicht kommt. Das ist natürlich schon interessant. Das ist für Cobas, aber ist das für euch ein Risiko, was ihr da seht oder eine Gefahr oder ist das eher ein Ding, wo ihr denkt, nein, das ist eigentlich, weil wir bespielen die Nische, wir haben einen ganz anderen Unique Selling Point? Genau, also wir haben es aus Erfahrung, dadurch, dass die anderen Plattformen schon nachgezogen sind, haben wir festgestellt, dass uns das eher gut tut, dass das bereichernd ist, weil es einfach ein ganz anderes Bewusstsein weckt. Und ich vergleiche das gern mit so, also wenn man zum Beispiel sich abends zum Abendessen einen schönen Wein gönnen möchte, dann geht man vielleicht eher zum spezialisierten Weinhändler, lässt sich da beraten, obwohl man vielleicht im Supermarkt auch Wein kaufen kann. So. Und wir sind dann eher der spezialisierte Weinhändler, der die Empfehlung für den Wein bzw. die Musik liefert. Okay, ihr seht euren Platz also auf jeden Fall bei uns in der Nische weiterhin. Ja, genau. Das ist ja schön. Okay, wir haben eben ein bisschen von günstigen Produkten gesprochen, vom Einsteigerbereich. Das würde ich die Überleitung wahnsinnig gerne nutzen, um mal an dich eine Frage zu stellen, Markolf. Natürlich das Thema Veeam, was wir da auch vorhin schon kurz angekündigt hatten. Für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, Veeam Audio ist die deutsche Seite, einfach nur Veeam heißt die Firma nochmal. Genau. Veeam ist ist ein relativ neuer Hersteller tatsächlich, der jetzt auf dem Markt ist, der so ein nahezu disruptives Preis-Leistungs-Verhältnis mitbringt tatsächlich. Wir haben das auch selber bei der Stereo in 2 Tests jetzt vor kurzem erst ausprobiert und gesehen, dass wirklich die Produkte sehr, sehr gut sind. Es ist ein Streamer zum Teil, aber auch ein Verstärker mit eingebauten Streaming zu sehr günstigen Preisen, die aus Fernost kommen und die bei euch bei ATR im Vertrieb sind. Da meine Frage,
Wie passt denn so eine jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt, billige China-Kiste in dieses sehr, sehr hochwertige Segment und in den Vertrieb Audio-Trade, der sich ja auf klassisches HiFi zu einem großen Teil doch spezialisiert hat? Ist das so die Richtung, die ihr da auch seht? Also ich glaube einfach, das hat ja alles mit Bandbreite zu tun von Portfolio, von Produkten und Marken, die es gibt. Wir sind ja auch heute schon mit Produkten im preiswerten oder Einsteigersegment aufgestellt, wobei man da auch schon hingucken muss, bei euch ist das was anderes als bei uns. Bei euch sind 200 € oder 250 schon das obere Ende des Segments. In der HiFi-Branche geht es da vielleicht gerade mal erst los. Und immer wenn so Produkte kommen, die disruptiv sind oder spannend sind oder innovativ, dann muss man die sich einfach als Vertrieb auch angucken, weil es ja für uns auch wichtig ist zu gucken, dass wir die besten Produkte in den Segmenten haben. Wir sind mit Project schon gut aufgestellt, auch im Einsteiger-Hi-Fi und mit Veeam eben, wie du schon sagst, was extrem Disruptives auf dem Markt. Die haben es einfach geschafft, erstmal ein Look and Feel, eine Haptik, eine Technologie, eine Usability mit einer App zusammen zu kombinieren zu einem Preis, den es so bisher noch nicht gab. Und ich glaube, das ist einfach was ganz, ganz Spannendes, weil es zwei Dinge möglich macht. Erstens mal eine besondere Qualität im Einsteigerbereich. Wo wird die genutzt? Entweder als Einsteigeranlage oder als sogenanntes Second System. Kennen vielleicht viele von Ihnen auch. Man hat eine große Stereoanlage, aber hat noch überall anders eben was Kleines stehen, was einfach Freude machen soll und Spaß machen soll und vielleicht trotzdem Stereo sein soll. Das ist ja für uns immer so ein bisschen das Wichtige. Anker, unbenommen, toll. Uns geht es immer darum, es sollte schon 2 Lautsprecher haben, Stereo, weil das einfach die Idee dahinter ist, wie Musik aufgenommen wird. Und das ist aus unserer Sicht mit der beste Weg, den man dort eben gehen kann. Spannend ist bei Linkplay oder bei Veeam eben, das ist die Produktmarke der Firma Linkplay. Linkplay ist schon seit Jahren einer der führenden Anbieter von diesen Plattformen für Streaming. Und Plattform heißt immer, dass auch eine gute App dazugehört. Und was man heute eben sieht, vor allem von diesen Geräten als Anwender, ist die App, die auf dem Telefon ist. Und an vielen Stellen gibt es heute selbst im sehr, sehr hochwertigen Hi-Fi-Bereich eben keine so guten Apps. Und auch das zeichnet Veeam eben aus, dass es eine besonders gute App dazu hat. Und das ist für uns einfach auch sehr, sehr wichtig, damit die gesamte Usability einfach stimmt. Und eins vielleicht noch zu Qobuz, was wir eben merken. Qobuz ist ja eben nicht nur Streamer, auch das finde ich toll. Man kann bei euch auch Musik kaufen. Und das ist auch ein spannendes Thema. Also wir kommen ja wirklich aus dem klassischen Hi-Fi-Bereich. Wir haben früher Schallplatte gehört, machen wir heute immer noch ganz viel. Wir haben das Streaming von Anfang an beobachtet. Am Anfang gab es Bandbreitenthemen, also sprich, es war einfach nicht genug Internet sozusagen da, um das zu machen. Und dann kamen ja auch irgendwann die Unternehmen, wo man Software runterladen konnte. Ihr habt das auf wunderbare Weise, wie ich finde, kombiniert. Und dann gibt es ja auch immer diese Formatfragen, die es dort gibt. Also der Wettbewerber Tidal zum Beispiel mit dem Codec MQA, der jetzt wieder kritisch ist. Und es gibt ja immer so die Frage, ist es jetzt Tidal, ist es Qobuz? Ihr seid so die beiden Führenden im Qualitätsbereich. Und ich finde es spannend, dass ihr eben auch die Option anbietet, dass man die Software erwerben kann. Weil gerade bei uns in diesem doch eher durchaus auch mal high-endigen Markt ist haben immer besser als brauchen. Also deutsche Anwender kaufen auch gerne Musik, sei es auf Schallplatte, sei es auf CD und sei es eben auch online. Und das finde ich schon einfach spannend, dass es diese beiden Möglichkeiten bei euch gibt. Ja, danke für die Ausführung, das stimmt. Ich kann das unterstreichen, was du gesagt hast, was die deutschen User betrifft. Da sehen wir den Unterschied zu anderen Märkten, in denen wir präsent sind, dass gerade der Download-Shop in Deutschland noch sehr viel wichtiger ist als in anderen Märkten. Der Deutsche sammelt gern, hat Angst vielleicht, dass die Daten irgendwann nicht mehr verfügbar sind und sichert sie vorher lieber, indem er sie käuflich erwirbt, genau. Haben ist besser als brauchen und Stereo ist ganz witzig. Also wir haben so eine Funktion, weil ich will jetzt keine Werbung machen, aber nur mal, man kann 1000 Lautsprecher wie den hier zum Beispiel miteinander koppeln. Also wenn man die Nachbarn mal wirklich ärgern möchte, dann hat man da auch wirklich komplett das Spektrum und kann 1000 Lautsprecher schön nutzen, damit man die Nachbarn nervt. Ne? Also habe ich noch nie gesehen, dass jemand 1000 Lautsprecher koppelt, aber es wäre technisch theoretisch. Gut, wenn es geht. Ja. Mal gut, wenn es geht. Ja. Ist denn, wenn ich da nochmal gerade hinterher fragen darf, Download ist jetzt ja tatsächlich bei euch fast ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, in diesem Segment, also von den großen Anbietern? Ja, da ist Apple hat halt immer noch iTunes. Apple hat immer noch iTunes, genau. Die haben hier Mastered für iTunes, was glaube ich auch relativ, ich weiß nicht, ob das wirklich High Resolution ist, aber das ist für mich so ein bisschen untransparent, was da wirklich hintersteckt. Die nutzen auf jeden Fall nicht das offizielle Hi-Res-Audio-Logo. Okay, ja gut. Ist das denn, wir wollen ja ein bisschen über, wo geht die Reise hin sprechen, also so ein bisschen auch einen Ausblick in die Zukunft geben. Download ist ja immer schwächer geworden über die letzten Jahre hinweg, das sieht man ja auch. Ist das denn was, wo ihr weiter drauf setzen wollt, weil das auch für Deutschland gerade spezifisch noch sehr wichtig ist in Zukunft? Ja, in jedem Fall. Also der Fokus geht auf jeden Fall Richtung Streaming, was unsere Ressourcen angeht, sowohl personell als auch budgetär.
deswegen ist auch leider unser Download Store nicht mehr wirklich vielleicht den neuesten Normen entsprechend und nicht mehr besonders schick, aber eben immer noch praktikabel und ausreichend. Aber wir halten da auf jeden Fall weiter dran fest, weil wir sogar da noch Wachstum sehen. Tatsächlich wächst das? Ja. Okay, Ja. interessant. Woran liegt das? Weißt du, kannst du da was sagen? Oder weil tatsächlich normalerweise ist es ja so, wie wenn man die Zahlen sieht dazu, auch vom Deutschen Verband der Musikindustrie, dann sind die Genau. Downloadzahlen eigentlich über sehr viele Jahre jetzt sehr, sehr stark rückläufig und das Streaming eigentlich natürlich der Haupt-Selling Point. Ja, ich glaube, das liegt vor allem auch am Alter der Nutzer, die wir vor allem bedienen, Okay. das ein bisschen höher ist als bei anderen Plattformen. Und ja, der Nutzer an sich, wenn man das so stereotyp ausdrücken kann, eher noch ein konservatives Verhalten hat und dann eher noch das Musik so konsumiert, wie er das vor 10 Jahren auch schon gemacht hat. Und das war dann halt Download oder physische Käufe natürlich. Was auch oft komplementär noch passiert. Also unsere User kaufen auch gerne Schallplatten. Also es gibt ja auch immer noch so ein bisschen die Qualitätssorge bei manchen Anwendern. Also zu wissen, es liegt auf meiner Festplatte, ich habe keine Netzwerkprobleme in irgendeiner Form, was Streaming und so weiter angeht, weil ich es von irgendeinem Server runterlade. Da ist unter Umständen durchaus vielleicht auch mal was dran. Ja, dass man auf diesem Streamingweg manchmal vielleicht irgendwelche Verluste haben könnte, Jitter vielleicht eine Rolle spielt, ohne da jetzt zu sehr technisch darauf einzugehen. Aber wer das auf seinem sehr hohen Niveau betreibt, der hat vielleicht auch einen Wunsch, eben alles abzusichern, dass die Qualität eben optimal ist. Und dann ist es wahrscheinlich, würde ich jetzt mal von der Logik her schon sagen, besser, es liegt bei mir lokal auf der Platte, gerade wenn es um Hi-Res geht, als dass ich es zur Laufzeit eben runterladen muss. Diese Vermutung könnte ja durchaus auch berechtigt sein. Also würdest du sehen, dass es gerade bei uns im Segment, im audiophilen gerade Bereich, je- Musikserver Je nirgendwo hochwertiger hingehen es wird, desto mehr könnte es einen guten Grund dafür geben, eben das auch runterzuladen. Ja. Okay, spannend. Ja, du hast die Überleitung ja gerade praktisch schon gegeben, da kann ich jetzt nicht drum herum. Also nochmal, Christoph, an dich die Frage aus der Infrastrukturperspektive, worauf muss man da achten? Also ihr testet das ja, ihr testet Geschwindigkeiten, das ist etwas, was, glaube ich, worüber wir uns als Audiophile selten Gedanken machen. Wir gehen hier über die Messe, wir kaufen tolle Produkte, wir kaufen einen tollen Streamer, geben dafür viel Geld aus auch, aber darüber, wo die Daten herkommen, machen sich, glaube ich, die allerwenigsten Gedanken. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du dazu eine ganz professionelle Einschätzung geben kannst. Gerne. Also wir haben ja schon häufig jetzt das Wort Qualität und Transparenz gehört und für uns aus unserer Sichtweise ist die Qualität wirklich eine Ende-zu-Ende-Qualität. Also es sind nicht nur die Produkte, die man hier auf der Messe auch sieht und erwerben kann, sondern wenn man gerade streamt und High-Res-Streaming anfordert, dann geht es darum, dass der ganze Pfad mit einer gewissen Qualität zur Verfügung steht. Und diesen Pfad oder diese Messung, wir haben uns darauf spezialisiert, dass wir Qualitätsmerkmale überprüfen, und zwar über alle Anbieter, die im Markt sind oder 95% des Breitbandmarktes abdecken und schauen uns dann an, nicht nur funktioniert der Stream als solches, sondern wir haben Algorithmen, die dann auch schauen, wie gut ist die Audio- und wie gut ist die Videoqualität. Primär machen wir das im Videostreaming-Bereich, weil da die Anforderungen natürlich viel, viel höher sind als jetzt beim Audio-Streaming. Gerade mit im 4K-Umfeld kommen wir ungefähr auf 25 Megabit pro Sekunde, die dort benötigt werden. Die werden hier nicht benötigt. Und das ist auch nicht das Bottleneck, was wir sehen. Also gerade in dem Bereich, die Netze in Deutschland sind relativ gut ausgebaut, was Datenübertragungsraten betrifft. Der Trend geht Richtung Glasfaser und im Mobilfunk geht er Richtung 5G, wird mehr und mehr ausgerollt. Was wir sehen, ist wirklich, wir nennen das Ganze Stabilität. Also es geht um Stabilität des Anschlusses und des Ende-zu-Ende-Weges. Wenn Sie von einem Anbieter Qobuz was runterstreamen, dann muss bis dahin, bis zu deren Server die Qualität halt auch stehen. Das bedeutet, Stabilität bedeutet einerseits Verfügbarkeit. Der Dienst muss im Idealfall dauerhaft verfügbar sein. Wenn er nicht verfügbar ist, das sieht man immer wieder, dass die Kunden und Kundinnen dann relativ schnell zum Hörer greifen oder eine E-Mail schicken, halt stopp, ich konnte euren Dienst nicht nutzen. Und das Zweite ist natürlich, es wird auch wissenschaftlich gerade sehr, sehr stark betrachtet, auch gerade von Apple, heißt Responsiveness under Working Condition. Das heißt, wie reaktionsfähig ist das Netz, der Dienst unter Arbeitsbedingungen. Und da kann man schon sehen, wenn man parallel zum Beispiel einen Stream herunterlädt und parallel zu Hause im Mehrfamilienhaushalt die Kinder einen Videostream schauen oder Gaming spielen und solche Thematiken, dann ist es wichtig, dass auch dann die Qualität und auch die Responsiveness dann halt wirklich verfügbar und gut vorhanden ist. Und wir machen solche Messungen, wir haben die Messung implementiert und sehen gerade da bei ganz unterschiedlichen Mix von Anbietern und Technologien, also es gibt da eine großen Anbieter, die auch
einen Mix an Technologien haben, Glasfaser, Coax, DSL, da sieht man schon große Unterschiede und dann auch noch das ganze Ende zu Ende betrachtet. Da hat man nochmal einen anderen Sichtwinkel und der ist sehr interessant. Und den diskutieren wir einerseits natürlich auch mit den Anbietern, um die Netze zu optimieren. Und im Mobilfunkbereich ist es genauso. Einerseits Verfügbarkeit, Sie kennen das. Wir haben die Breitbandmessung für die Bundesnetzagentur entwickelt, wo man auch Funklöcher sammeln kann. Da sehen wir, dass ungefähr noch 1% in Deutschland mit Funklöcher versehen ist. Die müssen geschlossen werden, das zum Thema Verfügbarkeit. Aber auch Mobilfunk ist ein Shared Medium, das bedeutet, mehrere teilen sich diese Zelle. Und da geht es natürlich dann auch darum, gerade wenn man eine App auf einem Smartphone laufen lässt, wie gut funktioniert das Ganze. Also nicht nur auf den Gerät, sondern unser Blick immer Ende zu Ende. Super, danke. Kannst du vielleicht noch einen Tipp geben, worauf kann ich denn als Verbraucher achten? Also wenn ich jetzt praktisch einen DSL-Vertrag abschließe, mein Internet zu Hause einrichten möchte oder auch Mobilfunkvertrag, worauf kann ich da achten, um sicherzustellen, dass ich die beste Qualität habe? Telekom. Nun gut, es gibt Telekom. einerseits im Markt sehr gängige Tests. Wir führen die auch durch für das Verbrauchermagazin Intest, also Funke Mediengruppe. Die sind aber immer anders ausgeprägt. Und wir haben dieses Jahr wirklich versucht, auch unterschiedliche Nutzertypen zu analysieren, ob es jetzt ein Normalnutzer ist, ein Power-User oder ein Geringnutzer. Und rauskommen eigentlich immer, dass es nicht die Datenübertragungsrate alleine ist, wo die Anbieter mit werben. Dieses bis zu ist ja sowieso schon hinfällig, weil die Bundesnetzagentur hat dann Riegel vorgeschoben. Transparenzvergaben bedeutet, dass die Anbieter in den Produktinformationsblätter die minimale, die normalerweise zur Verfügung stehende und die maximale Datenübertragungsrate angeben muss. Aber wie erwähnt, die Datenübertragungsrate ist es nicht. Also man sollte sich schon darüber informieren, wo habe ich denn wirklich eine gute Stabilität und wo habe ich wirklich so eine gute Laufzeit, die mir der Anbieter entweder mitgibt oder die ich in den einschlägigen Portalen dann lesen kann. Also das ist, glaube ich, mal wichtig. Und natürlich sollte auch, glaube ich, klar sein, wenn ich einen stationären Anschluss habe, habe ich immer ein Vorteil von der Qualität her, als wenn ich mobil unterwegs bin, weil Mobilfunk ist halt ein Shared Medium und da kann es sein, wenn die Zelle zu ist. Es gibt auch Anbieter, die das, glaube ich, auch sagen. Also bei uns erreichst du die beste Performance in der Nacht zwischen 5 und 6 Uhr, wenn keine anderen Nutzer in der Zelle unterwegs sind. Ja, okay. Es gibt wahrscheinlich wenig Nutzer, die dann wirklich entweder Videostreaming oder Audio-Streaming durchführen wollen. Also es ist ein bisschen wie bei uns eigentlich im HiFi auch. Und es reicht nicht einfach nur auf die höchsten Zahlen zu gucken. Der Verstärker, der die größte Zahl bei der Watt dran hat, ist der beste. Sondern wir müssen eben darauf achten, dass man sich darüber informiert, Tests liest und eben guckt, wo ist tatsächlich die Qualität am besten. Abgesehen von der Leistung sehe ich aber auch in Deutschland das Problem des Preises. Also gerade im Mobilfunknetz kosten ja Daten unglaublich viel Geld einfach im Vergleich zu anderen Ländern. Also ich selbst wohne in Frankreich, da habe ich, glaube ich, das 40-fache von den normalen Datenvolumen, was ich in Deutschland hätte, für 10 Euro im Monat. Das ist nicht nur im Mobilfunk so, wir machen die Tests nicht nur in Deutschland. Also das eine ist natürlich das Datenvolumen, was man mit betrachten muss, gerade dann im Mobilfunkbereich, weil es gibt kaum Flatrates und die Flatrates nennen, die haben dann doch einen Deckel drauf. Auch das sieht man dann im Kleingedruckten, aber auch im stationären Bereich. In der Schweiz ist ein Wunderland, würde ich jetzt mal so sagen, was die Datenübertragungsraten betrifft. Die bieten 10 Gigabit Produkte an, also 10 Gigabit pro Sekunde mit Pakete für Audio- und Videostreaming für 49 Franken. Und da sind wir in Deutschland relativ weit weg. Ist die Frage, ob das der Wettbewerb irgendwann mal hergibt. Also im Mobilfunk haben wir im Moment noch 3. Wird der 4. aufgebaut, der hat noch nicht eine große Coverage, aber ich denke, dadurch wird sich der Markt nochmal ins Zeug legen müssen, was Qualität und Preise betrifft. Im Festnetzbereich glaube ich nicht, weil gerade für die Zukunft ausgerichtet die Glasfaserprodukte in den Markt kommen und die Anbieter haben da sicherlich Kalkulationen gestattet oder berechnet, die jetzt nicht einfach auf einmal 10 Euro oder 20 Euro weniger fürs Produkt dann hinterher als Preisschild draufhängen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich musste gerade schmunzeln, als du sagtest, 1% des Netzes ist noch nicht erschlossen. Ich würde sagen, so gefühlt 60% davon sind trotzdem noch Edge und sowas alles. Deswegen bin ich echt froh, dass ihr auch so eine Download-Funktion anbietet und bin da großer Fan von, weil oftmals hat man dann doch diese Schwankung, gerade wenn man mit dem Zug fährt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber da bin ich froh, wenn ich dann mal konstant LTE zumindest habe. Na, da muss ich widersprechen. Die 60% 2G ist nicht der Fall, ist es bedeutend weniger. Also wir haben das war gefühlt, ne? Gefühlt. Das war nicht subjektiv und Objektivität. Ja. Aber es ist schon so, dass natürlich, wenn man im Zug unterwegs ist, aufgrund
auch der Konzeption, wie die Züge, gerade die ICEs gestaltet wurden, mit den Fenstern, die halt beschattet wurden, mit dem Hintergrund, dass nicht so viel Sonnenenergie, also Wärme in den Zügen reinkommt, hat der Nachteil sich jetzt gezeigt, dass dadurch die Mobilfunkstrahlung auch nicht da durchkommt und somit auch ein schlechtes Netz in den Zügen vorhanden ist. Die Deutsche Bahn schafft da Abhilfe, sie riffelt so die Netze mit Laserstrahlen, damit da mehr Mobilfunkstrahlung durchgeht, und oben auf den Dächern der ICEs sind auch separate Combiner, die die Funksignale innerhalb des Zuges zusammenfasst und dann über diese Antennen dann auch rausbringt. Ja, aber es sind Herausforderungen, die sicherlich in Deutschland ein bisschen länger dauern, bis die erfüllt werden. Auch da wieder Vergleich Österreich-Schweiz. Das sind Mobilfunkländer par excellence. Also die haben von vornherein Vollgas gegeben und die haben mitunter auch eine schwierige Abdeckung mit den ganzen Bergen, die halt dort vor Ort sind. Aber das Gute ist doch, was du sagst, wenn wir nur 1% Schwierigkeiten haben, dass für Streaming eigentlich alles da ist. Nochmal, es gibt 1% Funklöcher ungefähr. So. Was wir jetzt unterscheiden müssen, das meine ich vorhin mit Verfügbarkeit und Stabilität. Wenn du jetzt trotzdem unterwegs bist und auch 5G oder 4G auf deinem Handy hast, dann ist das erstmal die Technologie, mit dem dein Gerät mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. Das bedeutet aber noch lange noch nicht, dass du eine gute Performance hast. Das bedeutet, auch wenn du da Vollausschlag hast, kann es sein, dass die Qualität, die Performance miserabel ist, weil die Zelle halt zu ist. Das Gerät signalisiert ja alles im grünen Bereich, aber es ist nicht so. Also ich muss sagen, sorry, wenn ich einfach mal so kurz einhake, wenn ich mobil unterwegs bin, nutze ich natürlich eure Funktionen, mir die Daten aufs Handy runterzuladen. Da habe ich so meine 50, 60 Alben und damit bin ich eigentlich immer safe, weil das ist immer, egal wie, gefühlt schon noch so, wie du das auch sagst, in 70% der Fälle ist es objektiv, subjektiv gespürt eben nicht gut genug. Dann hast du die Unterbrechung, Zug will ich gar nicht reden, das ist ja grauenhaft. Aber grundsätzlich für mich ist Streaming eigentlich heute was immer verfügbar ist. Also zu Hause. Auch für uns ist ja so, also wir, die hochwertig Musik hören, nutzen es ja gerne auch zu Hause, mobil, wie gesagt, mit so einer speziellen Download-Funktion. Für mich ist für Streaming eigentlich alles da. Um jetzt mal auf die Frage auch so einzugehen, wie ist die Zukunft von Streaming? Für mich ist alles für Streaming da. Ja? Und mit euch als Hi-Res-Anbieter auch in der Qualität, die eine CD nicht liefern konnte. Ja? Und insgesamt das ganze Thema, einfach wie ich das mal betrachte, ist, unsere Branche ist ja zweimal disruptiert worden sozusagen. Erst wurde die Schallplatte mit dem digitalen Medium CD abgelöst und dann wurde die digitale CD, ja logisch, abgelöst durch Streaming. Und alles hat im Grunde mehr Komfort gebracht. Ich glaube, das ist auch genau das Thema, worum es geht. Und wenn wir jetzt in Use Cases denken, warum streamen wir eigentlich alle? Weil es eben verdammt nochmal bequem ist. Ja, es ist bequem, ich habe eine unendliche Vielfalt von Musik. Und wie nutzen wir das? Also ich sag mal so, als Audiophile oder bei uns eben im Unternehmen, wir streamen die Dinge, die wir spannend finden, wo wir in Zeitschriften irgendwas lesen, was empfohlen wird. Also der Zugang ist unglaublich leicht und wenn uns was richtig gut gefällt, drücken wir auf den Knopf und kaufen es irgendwo als Schallplatte. Ne? Also ergänzen sich ja auch all diese Mediengattungen und Medienarten und das Wichtige ist aber, dass es funktioniert. Und ich kann nur sagen, mobil höre ich nur von meiner runtergeladenen Musik, weil es mir immer noch zu viele Störungen, Schwierigkeiten und so weiter gibt. Ne? Da müssen die Rahmenbedingungen einfach auch, glaube ich, passen. Und ich meine, ihr liefert die Rahmenbedingungen, ihr liefert die Rahmenbedingungen und messt sie. Wir bieten das ja auch an mit den Codecs, hatte ich ja gerade gesagt. Wir versuchen jedes Siegel, was es irgendwie gibt, was dem Kunden verständlich macht. Hier ist High-End-Qualität drin, auch irgendwie auf die Verpackung zu drucken und das auch zu bewerben. Aber mich würde mal interessieren, wir haben ja auch viele Zuschauer hier heute. Wem ist dann wirklich das wichtig, dass er, also wer nutzt einen Streaming-Dienst bewusst nach dem High-End-Klang von Ihnen? Also vielleicht kann man mal eine Frage. Wer nutzt das wirklich? Ja, gut, das sind Alles Kobos-User, wie ich hoffe. Ja. Nein, aber da sieht man ja mal, wo geht die Reise hin? Das heißt, wir liefern ja alle die Rahmenbedingungen, aber es muss ja auch irgendwie am Markt ankommen. Ne? Und vielleicht werden wir das ja auch bei den Fragen nochmal feststellen, was vielleicht auch bei den Nutzern dann wirklich wichtig ist. Ne? Ob es der Preis ist, ob ihnen die Klangqualität einfach auch schon reicht. Ich meine, was würdest du zum Beispiel sagen, ist denn so eine optimale Qualität-Datenrate? Ist das 990, so eine CD-Qualität oder? Für High-Res-Streaming. Also es gibt in Deutschland ja ein Recht auf, man hat es so genannt, wir waren es nicht, schnelles Internet. Das ist kein schnelles Internet, sondern das ist die Minimalanforderung, die ein Internetanschluss haben muss. Und wenn man in einen Bereichen wohnt,
wo es nicht vorhanden ist, dann kann man bei der Bundesnetzagentur den Antrag stellen, dass dort ein Internetanschluss geliefert wird. Wir haben dieses Gutachten mitgeschrieben und die Mindestanforderungen sind 10 Megabit pro Sekunde im Download, 1,7 Megabit im Upload und eine Laufzeit von 150 Millisekunden. Und ich glaube, mit diesen Mindestanforderungen kann man im Audio-Streaming-Bereich super mitarbeiten. Man hat auch gesagt, das dient zur sozialen Teilhabe. Das bedeutet, was dann nicht mit eingeschlossen ist, ich habe es vorhin erwähnt, wenn man halt HD-Streaming machen möchte, Video-HD-Streaming oder 4K-Streaming, ist aber auch nicht der Punkt, weil dann muss ich halt andere Anschlüsse nutzen. Also für die soziale Teilhabe reichen laut Bundesministerium für Digital und Verkehr 10 im Download, 1,7 im Upload und 150 Millisekunden. Ich fand das eben tatsächlich die ganze Thematik um Mobil und um At-Home-Streaming praktisch ganz spannend. Da würde ich ganz gern nochmal hinten anschließen, Mareile. Ist das denn was, wo ihr was zu sagen könnt, wo ihr was seht? Wie viel ist das ein Trend, der da immer mehr sich auch nach mobil verlagert? Wir sehen das mit mobilen Kopfhörern, Bluetooth-Kopfhörern, Codecs, wie das Anker anbietet, aber auch viele andere Anbieter. Dass also auch nach meinem Gefühl ja immer mehr Menschen natürlich mobil hören Musik. Ist Qobuz ein Streamingdienst, der vorwiegend zu Hause benutzt wird oder ist das so 50-50? Könnt ihr da was zu sagen? Also ich glaube, im Markt an sich ist auf jeden Fall mobil deutlich wichtiger, weil aus den Gründen, die du genannt hast. Wir sehen es auch in der Usage bei uns, dass die mobile App sehr, sehr wichtig ist, aber die mobile App wird auch viel zu Hause genutzt. Also ich glaube, dass ja aus ganz rein logistischen Gründen die User, die zu uns kommen, die wollen natürlich ihr super Equipment zu Hause nutzen. Und deswegen spielt bei uns, glaube ich, das heimische Netzwerk und die heimische Nutzung eine größere Rolle als vielleicht bei anderen Plattformen, die eher in der Metro genutzt, in der U-Bahn genutzt werden. Ja? Da würde ich nochmal gerne einhaken, weil das sehen die wenigsten auch. Ist auch generell im Mobilfunk so, wenn ich zu Hause mit meinem Smartphone unterwegs bin und mit dem WLAN gekoppelt bin, dann habe ich halt zwar auch eine Anzeige, dass Mobilfunk vorhanden ist, aber der ganze Verkehr geht dann über WLAN. Auch wenn man telefoniert, nennt sich Wi-Fi-Calling. Das bedeutet, der Call wird nicht über das Mobilfunknetz geleitet, sondern wird schon über das WLAN abgeleitet ins Festnetz rein. Also ist das natürlich quasi dann auch eine Festnetzanbindung. Aber man muss halt schauen, und das ist eine riesen Herausforderung für alle Bürger und Bürgerinnen, aber auch für die Anbieter, wie man denn in einer Heimvernetzung ein super WLAN hinbekommt. Also man sollte natürlich, ist egal, was man streamt, sollte man meiner persönlichen Meinung nach immer über LAN-Kabel gehen. Aber wenn die Bürger und Bürgerinnen oder die Nutzer, Nutzerinnen halt das lieben und die Einfachheit lieben, und das ist, glaube ich, auch der Punkt gewesen, warum Streaming so extrem zugenommen hat, weil ich habe eine breite Masse an Möglichkeiten, die mir zur Verfügung steht, und dann zu streamen, ist das dort genauso. Wenn ich es einmal auf dem Gerät habe, ob auf dem Tablet oder auf dem Smartphone, dann nutze ich es halt. Das sieht man schon, aber wie gesagt, hauptsächlich zu Hause wird es dann über WLAN wegtransportiert. Super, danke. Ich glaube, wir hatten eine Frage im Publikum. Wurde mir eben einmal das Mikrofon da? Dankeschön. Auch auf die Gefahr hin, dass das vielleicht nicht das Thema hier ist, aber vielleicht ist doch das Thema. Hier wurde gesagt, 96 Kilohertz, 192 Kilohertz. Die Frage geht dahin, kann man das über Kopfhörer überhaupt hören? Kann man den Unterschied überhaupt CD zu Hi-Res überhaupt hören? Über eine HiFi-Anlage geht es, ja, wobei ich da Zweifel habe, ob 96 oder 192 Kilohertz über eine HiFi-Anlage, das wird schon schwierig, ja. Man kann sich auch einiges einbilden. Also das waren die zwei Fragen. Und noch eine dritte, mir wurde empfohlen, dass ich zu meinem WLAN-Router noch ein anderes dahin mache, also das dahinter geschaltet ist. Ich habe eins von NuPrime, egal, jedes x-beliebige ginge auch. Und tatsächlich hat sich die Qualität so ein bisschen verbessert, bilde ich mir jedenfalls ein. Können Sie das bestätigen, technisch gesehen? Also, ich will jetzt keine technische Begründung gegen, aber erstmal haben Sie ja als letztes das Wort Einbildung benutzt. Natürlich kann man sich Dinge auch einbilden, aber ich glaube, das Gehör ist natürlich in der Lage, durchaus Dinge zu differenzieren, von denen wir erstmal so träumen. Aber das ist ein lange schon geführter Kampf, auch in der, ich sag mal, in der eher hochwertigen Hi-Fi, Industrie und Wirtschaft,
Was kann man hören? Wie ist es? Wir haben noch nie so gut CD hören können wie heute, weil einfach die neuen Wandler so gut sind. Wenn man heute einen aktuellen CD-Spieler nimmt oder einen Top-Wandler, spielt das besser, als die CD jemals vorher gespielt hat. Deswegen ist die Frage heute eigentlich wieder mehr berechtigt als früher. Braucht man mehr als diese 48 Kilohertz? Ich glaube, es ist immer auch jetzt ganz ehrlich aus meiner Sicht, natürlich wollen wir alle Hi-Res und so viel wie es eben geht, damit es daran nicht scheitern kann. Höre ich das? Wir machen Veranstaltungen, die heißen Wein und Vinyl. Die Schallplatte hat keine Limitierung und trotzdem wird nach dem zweiten Glas Wein die Artikulierung und auch das Hörverständnis durchaus mal etwas schlechter. Also Scherz beiseite, ist ein bisschen eine Glaubensfrage. Ich glaube, man kann es hören. Es hängt natürlich von dem Gesamtsystem ab. Ist das transparent genug, das zu machen? Sie sprachen gerade Kopfhörer an. Ich glaube, über Bluetooth brauchen wir nicht zu reden. Ein Bluetooth-Kopfhörer kann das nicht, weil da ist einfach auf Codec-Ebene schon Schluss. Ansonsten glaube ich, gerade mit Kopfhörer kann man unheimlich viel hören, was man mit einer Anlage oft nur sehr selten hört, weil eben der Raum eine Rolle mitspielt und so weiter und so fort. Also ich glaube, ja, man kann es hören. Andere werden sagen, der hat einen nassen Hut auf. Das ist ein bisschen Einstellungssache und wie gesagt auch von der Wandlerqualität abhängig. Also wie du es eben gesagt hast, auch dort gilt Ende zu Ende. Das schwächste Glied bestimmt, wie gut ich hören kann, was irgendwo als Quelle eben da ist. Die Quelle muss gut sein, die Strecke muss gut sein, Wandler muss gut sein, Verstärker, Lautsprecher. Dann kann man das toll hören und ein Kopfhörer ist tatsächlich wahrscheinlich mit die am leichtesten zu erreichende Möglichkeit, solche Unterschiede auch hören zu können. Also ist jetzt meine Meinung. Trotzdem glaube ich, CD-Qualität reicht definitiv aus, um wirklich gut Musik zu hören. Ja? Aber es geht immer besser und in unserer Branche, wenn ich jetzt hier 1 oder 2 Hallen weitergehe, da gibt es ganz viele Fragen, die man einfach nicht stellen darf, weil dann ist man auf der falschen Veranstaltung. Das ist einfach so. Ja, braucht man einen Lautsprecher für 500.000 oder für 1 Million Platten? All das ist, es ist immer noch ein Hobby. Wir sind alle keine Berufsmusiker. Wir machen das mit einer gewissen Leidenschaft und sehen das durchaus auch mal sportlich und dann passieren eben solche Dinge, dass auch solche Themen sich weiterentwickeln und so weiter, ohne dass der Use Case für jeden direkt nachvollziehbar ist. Aber wenn Sie einen High-Ender fragen, wird er das natürlich bestätigen, dass er das hören kann. Ich finde ja gut, als du sagtest, dass man bei Kopfhörern wahrscheinlich auch irgendwie schnell am Ende der Fahnenstange angekommen ist, ich wusste nicht mehr genau den Wortlaut, haben wir beide uns ein bisschen angelächelt, ne, Julian? Ich glaube, man merkt das schon. Also wir machen ja nicht, wir drucken ja nicht umsonst diese ganzen Zertifizierungen aus, wonach auch Leute übrigens nachfragen. Also die fragen auch wirklich nach, ist das ein High-End-Kopfhörer? Und also meine Meinung dazu, oder auch stellvertretend für die Firma, ist einfach, die Leute fragen es nach. Die interessiert es wirklich. Sie möchten High-Res haben, sie möchten das Maximum der Technik haben, das aber möglichst zu einem günstigen Preis. Und das ist ja zum Beispiel auch so einfach, Apple ist ja auch, will jetzt nicht über die Konkurrenz reden, aber Apple ist ja meilenweit entfernt, wenn es um die ganzen Kopfhörerhersteller angeht. So, die Leute kaufen dann die AirPods Pro, aber die sind halt auch nur gut mit dem iPhone. Wenn ich die dann zum Beispiel nutze mit dem Android-Smartphone, habe ich wirklich eine super schlechte Qualität. Und sobald dann jemand sagt mit dem Android-Smartphone, ich kaufe mir einen anderen Kopfhörer, dann kommen die ganzen anderen Hersteller, unsere Marke auch ins Spiel. Und da merkt man schon, dass die Leute auch gerne bereit sind, ein bisschen mehr auszugeben, aber nicht 500 € Maxpreise, sondern dann schon in einem vertretbaren Rahmen. Und da merkt man gerade, wenn die Codecs stimmen, schon einen Unterschied. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst als Experte. Also auch Bluetooth hat ja viele Codecs, genau. die moderner werden. Das kommt auf den Codec an, das ist ganz wichtig. Und bin ich völlig deiner Meinung. Ja. Und ja, der Markt ist natürlich immer getrieben von Innovationen. Höhere Datenrate, höhere Qualität ist erstmal ein Versprechen. Ob das überall wirklich ankommt, verstanden wird, genossen werden kann, ist natürlich eine ganz andere Frage. Gar keine Frage. Wie alles, was da drüben ist. Wenn ich nicht mehr gut höre, fällt es mir schwerer, Unterschiede zu hören. Aber selbst dann, wenn ich weniger höre und ich höre es in einem Live-Konzert, höre ich es ja auch dort so, wie es eben ist. Und dann will ich es möglichst auch so auf meiner Anlage hören können. Aber es ist oft nicht die Technik, es ist oft auch die Lust damit verbunden, dass man sich mit Hi-Res und all diesen Dingen auseinandersetzt. Völlig in Ordnung. War noch die Frage mit dem WLAN. Das kann durchaus möglich sein, aber beim WLAN ist es sehr, sehr vielschichtig. Also je nachdem, was man für einen WLAN-Router einsetzt, kann das durchaus sein, dass Sie mit einem zweiten WLAN-Gerät eine bessere Qualität haben. Aber es muss nicht unbedingt sein. Also es hängt von vielen Faktoren an der Stelle ab. Ja. Also eine einfache Antwort kann man da jetzt nicht drauf geben. Aber auch das ist für unsere Branche oft ist das für unsere Branche ein Problem. Gerade im Handel, wo ja ganz viele Geräte in so einem HiFi, in so einem Wi-Fi-Netz einfach drin sind, gibt es durchaus Interdependenzen, dass es da einfach mal
Geräte gibt, die empfindlicher reagieren darauf, wie so ein Wi-Fi eben belastet ist und welche da robuster sind. Bis dahin, dass einer der großen Anbieter, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, sein eigenes Wi-Fi ohnehin immer aufspannt, um aus diesen ganzen Themen raus zu sein. All das sind Möglichkeiten, aber es ist schon so, dass das Wi-Fi-Netz einen deutlichen Einfluss auf die Qualität hat. Und da sind wir da, wo du es ja eben auch gesagt hast, der High-Ender kennt sowieso Wi-Fi nur aus der Zeitung, der benutzt immer was mit Kabel. Es gibt Routerhersteller, die bieten das an, unter anderem die AVM. Da kann man eine Echtzeitpriorisierung für ein Gerät konfigurieren. Und mit dieser Echtzeitpriorisierung kann man, also grundsätzlich ist der Ansatz gewesen, dass man dort besser telefonieren kann, wenn man mit einem Endgerät dran ist, was telefoniert mit einem Deckgerät. Aber man kann das auch auf solche Endgeräte testen, ob da die Qualität vielleicht besser ist. Also es hat dann eine höhere Priorisierung in dem ganzen Netzverkehr als andere Endgeräte. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber es ist mir gerade eingefallen. Es könnte durchaus möglich sein. Geht bei der Spielekonsole auf jeden Fall, weil da habe ich mal Probleme gehabt. Ne? Ganz kurze Frage noch vielleicht. Ich mag das so ein bisschen auch interaktiver, auch Sie mit reinzuholen. Vielleicht noch mal ganz kurze Frage. Wer hat zum Beispiel Kopfhörer, die bis 100 € kosten und nutzt die als Daily Driver, also als Alltagsgerät? Bis 100 €. Okay. Wer hat Geräte oder Kopfhörer im Einsatz jeden Tag, die mehr kosten als 100 €? Der Rest, genau. Also sieht man ja auch schon, da ist ja auch dann viel Subjektivität dabei und man möchte natürlich ein bisschen mehr ausgeben, um dann auch möglichst die bessere Qualität zu haben. Ja. Aber wir sind hier auf der High-End-Messe. Das ist richtig, Die Kollegen hier kommen ja hier hin, weil sie sicherlich ein gewisses, wahrscheinlich auch bei Ihnen mit Nuprime, das ist ja auch sehr ordentliches Zeug, man hat ja schon ein gewisses Interesse auch für Thema und Inhalte. Ja. Bitte? Ja. Nicht Kopfhörer, okay. Ja. Gut, auch Kopfhörer sind durchaus HiFi. Also, ja. So, wir haben noch eine Frage. Was lässt sich denn an Qualität, also klanglicher Qualität, denn noch rausholen, wenn ich jetzt eine High-Res-Streaming-Konzeption mache und auf der anderen Seite also das gleiche Stück als CD mir anhöre? Meine bisherigen Erfahrungen, ich war in München im Studio, da haben wir genau das gemacht, Qobuz gestreamt, CD aufgelegt und ich habe gesagt, die Qualität gestreamt ist wesentlich schlechter. Verloren ging vor allen Dingen Transparenz und Räumlichkeit und auch Wärme. Und das sind für mich Charakteristika, die also beim Musikhören nur ganz entscheidend sind. Was kommt rüber? Nicht, was höre ich in Frequenzabbildungen, sondern letztendlich, wie ist der Gesamteindruck? Welchen Anbieter haben Sie genutzt dafür, wenn man fragen darf? Bitte? Beim Streaming, also nicht Qobuz ja wahrscheinlich, ne, wenn das nicht so gut war, aber also welchen Anbieter haben Sie genutzt für das Streaming, um das zu vergleichen? Das war von Ihnen, ja. War von mir persönlich. Nee, Gut, das kann jetzt also anlagenbedingt sein. ja, Aber es ist wirklich, es kann auch albumbedingt sein. Also ich würde wirklich gerne das Album, um das es sich handelt, tatsächlich sehen. Lag das Album in High-Res-Qualität vor oder nur in Anführungsstrichen in 16-Bit-CD-Qualität, was ja in dem Fall dann das mindestens schon erfüllen sollte, was Sie gesucht haben. Das müssten wir, also ich lade Sie gerne ein, zu uns am Stand zu kommen, dann können wir das direkt testen, wenn Sie möchten, im Anschluss. Genau. Das kann ich jetzt so pauschal leider nicht beantworten. Aber eigentlich ist natürlich der Anspruch, dass Sie genau das, was Sie beschrieben haben, die Wärme, die Klangvielfalt, das Relief, also die Tiefe, im Streaming genauso wiederfinden wie auf einer CD. Und sogar darüber hinaus. Noch mehr. Das Letztere wäre für mich also nur der entscheidende Punkt, also dass ich eine Verbesserung gegenüber Ja, genau. Aber es ist, so wenn ich das sagen darf, abgesichert. ja, es ist eine Ende-zu-Ende-Geschichte. Genauso wie beim Netz ist es auch bei der Wiedergabekette. Wenn das nicht wirklich auf dem Punkt ist, ist es schwer, erstmal zu vergleichen und zu hören. Was wir merken, ist, wir haben früher gedacht, Mensch, seit es digitale Musik gibt und Streamen, ist das viel einfacher geworden. Pustekuchen, Netzwerk spielt so eine wichtige Rolle. Wir arbeiten heute mit Netzfiltern, die wir anbauen, unterschiedlicher Qualität, um vor allem den bösen Jitter eben irgendwie bekämpfen zu können und so weiter und so fort. Filter, erster, zweiter und so weiter, Ordnung. Also wenn man das auf den Punkt bringen will, was man sicherlich tun muss, um eine valide Bewertung machen zu können. Wie spielt das eine Medium und wie das andere? Da kommt es auf so viele Dinge an. Es ist im digitalen Bereich leider nicht so einfach, wie auch wir früher gedacht haben. Wir dachten, Mensch, Plattenspieler, das ist so aufwendig, Tonabwehr muss richtig montiert werden, das Auflagegewicht, das muss alles super clean stehen. Bei Streaming, Steckereien und auch bei CD-Steckereien alles gut. Das ist nicht so. Das digitale Signal ist so empfindlich vom Weg der Quelle über den Wandler, bis er eben da ist. Und wenn noch das Netzwerk dazu kommt, gibt es
Jitter als einen der Hauptkiller und das ist einfach ein Problem. Also wir hören ja heute, jetzt bitte alle die weghören, die das sowieso für Irrsinn halten, wir hören uns unterschiedliche Ethernet-Kabel an, wir hören uns unterschiedliche Netzwerkfilter an, wir hören uns unterschiedliche Hubs an und so weiter und so fort. Und da kann man sagen, das ist alles Irrsinn und das ist auch zu einem großen Teil Irrsinn, aber es ist ein Hobby für viele Menschen, die eben das ultimative Ergebnis erreichen wollen. Und da ist die Bandbreite unendlich. Also einfach zu sagen, wie gut ist ein Medium, um die richtige Laborbedingung dafür zu haben, ist brutal schwer. Aber ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, mit dem guten aktuellen Wandler haben Sie noch nie so gut CD gehört wie heute. Ja, und da ist eben die Wiedergabekette sehr, sehr kurz vom CD-Spieler oder der CD über den Wandler nach draußen. Da ist viel weniger möglich als über das Netzwerk, egal ob Wi-Fi oder das. Das muss man sich alles sehr, sehr, sehr genau ansehen. Und es ist eben leider so, dass auch das heimische Netzwerk durchaus mehr Geheimnisse in dieser Hinsicht zu bieten hat, die man einfach so gar nicht wahrnehmen würde. Aber hier sind wir ja im Leistungssportbereich unterwegs, was Musik hören angeht. Da ist das den Menschen durchaus auch bewusst. Ja. Ich würde dann sonst auch nochmal gleich nochmal eine Frage da drüben. Ich würde nur einmal darauf noch ganz gern sagen, aus der Perspektive von uns bei Stereo. Wir haben die Erfahrung tatsächlich gemacht, dass Hi-Res einen Vorteil bringt, dass das besser klingen kann. Was eine Problematik sein kann teilweise ist zum Beispiel auch, dass eine CD, die man hat, nicht immer zum Beispiel die gleiche Aufnahme ist. Das ist was wir beobachtet haben, dass das gleiche Cover bei einem Streamingdienst angezeigt wird, wie das Cover, was ich auf der CD habe. Heißt noch lange nicht, dass es das gleiche Mastering ist. Und das ist ganz oft tatsächlich auch ein Grund dafür, warum dann Klangunterschiede wahrgenommen werden, die teilweise auch in eine andere Richtung gehen als das, was man erwartet. Ja. Und es ist auch so, wir haben teilweise, wenn ein externer Streamer als Quelle ist und ein externer CD-Spieler, dann haben wir auch komplett unterschiedliche Hardware. Einen echten fairen Vergleich kann man eigentlich nur dann machen, wenn dasselbe Gerät die CD abspielen würde und streamen würde, was ja schon mal physikalisch gar nicht funktioniert. Aber tatsächlich ist es auch so, und das ist was wir auch immer wieder sagen, der wichtigste Sprung ist der von MP3 zu CD. Das ist der Sprung, der erstmal wirklich wichtig ist. Also das ist wirklich toll. Und von CD hoch, da sind die Sprünge auch da, aber sie werden kleiner. Und das ist so wie überall bei uns im High-End. So, je weiter wir nach oben gehen, je mehr Geld wir ausgeben und natürlich auch je höher wir uns in den Datenraten verbessern, desto geringer werden die Unterschiede im Endeffekt auch. Ja. Ich hoffe, das hat Ihre Frage jetzt ein bisschen klären können. Aber das Gehör ist auch abhängig von Tagesform. Das muss Absolut. Auch unser Geschmack und so weiter. Ja. Alle Sinne sind abhängig von der Tagesform. Und es gibt Tage, da sagt man einfach, heute klingt nichts. Das ist jetzt kein Witz. Und dann macht man besser auch die Anlage aus und guckt einen Film. Finde ich spannend, dass du das sagst. Ganz kurz noch. Meine Frau hört zum Beispiel immer super gerne über ihr Telefon selbst die Musik. Also wirklich da echt Lautsprecher und mir zieht es immer zusammen. Aber da sieht man einfach auch, wir sind hier alle in einer Art Bubble und haben da wirklich richtig Spaß dran und uns da reinzuknien. Und viele Leute sagen einfach so, es ist halt Musik. Mhm. Deshalb messen wir mit Algorithmen dahinter, die standardisiert werden, wo es dann eine Zeugnisnote gibt von 1 bis 5, wobei 5 das Beste ist und 1 das Schlechteste ist. Und da ist natürlich eine Vergleichbarkeit gegeben. Ist für uns wichtig, dass wir mit vergleichbaren Maßstäben halt die Anbieter auch miteinander im Wettbewerb sehen. Deswegen wird da bei uns mit Algorithmen gearbeitet. Wir hatten hier drüben noch eine Frage von jemandem, glaube ich, da hinten. Ja, ich hätte noch eine Frage. Wir sind ja auf der High-End-Messe und technische Sichtweise ist natürlich vollkommen klar. Aber wir kaufen alle für sehr viel Geld eigentlich tolle Sachen, um schön zu hören und holen dann uns ein Abo. Das geht vielleicht an Qobuz für 15 € im Monat. Und die andere Seite, von der wir Musik hören wollen in aller Vielfalt, die Künstler beklagen sich immer, dass sie eigentlich zu wenig Geld sehen. Ist das jetzt neben der technischen Betrachtungsweise nicht auch etwas, wo eventuell ein Fundament mal wegbrechen könnte, wenn wie einige Künstler schon von vornherein sagen, wir machen da gar nicht mehr mit? Oder wie ist diese Preispolitik zu verstehen? Ich lese es nur, ist es so, wie wird das Geld verteilt? Können sich die Künstler zum Beispiel auch diese teuren Anlagen leisten, wenn sie kaufen wollten, von denen wir hier schöne Musik hören? Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das war von Anfang an eigentlich ein ganz großes Anliegen von Qobuz, das auch unter anderem mit der Idee gegründet wurde, die Künstler und ihre Kunst, die sie schaffen, ja wirklich wertzuschätzen und das als Kunstwerk zu wahren. Und da hat Qobuz sich eigentlich auch von vornherein ein bisschen unterschieden von den anderen Plattformen, indem wir von Anfang an kein Freemium-Offer hatten, also kein Angebot, kein Abonnement, was kostenlos ist und was von Werbung durchzogen ist. Das heißt, jedes Abonnement, was bei uns abgeschlossen
wird vom User bezahlt und dementsprechend auch an die Künstler weitergegeben. Zweiter Punkt ist, dass wir nach wie vor den Download-Shop den wir vorhin angesprochen haben, wobei der Download ein sehr, sehr viel profitableres Modell ist für den Künstler, weil wirklich das Album nicht nach Marktanteil aufgesplittet ist und dann genau wissen Sie, wie das funktioniert. Ein kleiner Prozentsatz dann nur bei den Künstlern ankommt, die sehr, sehr wenig gestreamt werden, sondern da geht wirklich der Albumverkauf an den Künstler, der hinter dem Album steht. Was wir wirklich, also das ist eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird, hier auch im Rahmen der High-End, was wirklich am Ende von unseren 15 € pro Abonnement beim Künstler ankommt, weiß ich nicht, weil wir nicht die Künstler selbst zahlen, sondern die Plattenfirmen und wir nicht die Verträge kennen, die zwischen Künstler und Plattenfirmen bestehen. Ich gehe davon aus, wir sind relativ im Durchschnitt im Vergleich zu anderen Plattformen sind wir ein bisschen teurer. Das spricht schon mal dafür, dass der Künstler bei uns mehr Geld am Ende bekommt. Wir haben nicht solche Minimas eingeführt, wie zum Beispiel Spotify, das jetzt gerade Ende des letzten Jahres eingebracht hat in die Diskussion und jetzt zuletzt umgesetzt hat, dass man mindestens 1000 Streams erreichen muss, um überhaupt Geld zu sehen. Das gibt es bei uns auch nicht. Ja, ich hoffe, dass ich so ein bisschen auf Ihre Frage eingehen kann. Aber für uns ist es wirklich ein großes Anliegen, dass die Künstler für ihre Kunst angemessen entlohnt werden. Dankeschön. Und eben nicht nur, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, nicht nur die Künstler, die man sowieso kennt und die im Mainstream bekannt sind und immer wieder Taylor Swift und immer wieder das, was man sowieso den ganzen Tag im Radio hört, sondern eben auch die etwas weniger bekannten Künstler und Künstlerinnen, die es auch verdient, gehört zu werden im wahrsten Sinne des Wortes. Danke. Ich meine, ich hatte vorher noch eine Hand gesehen, kann das sein? Ja, und die alles entscheidende Frage ist, wo geht denn jetzt die Reise hin? Also, Ja, da greifen Sie mir jetzt natürlich vorweg. Ja. Ja, natürlich, da greifen Also Sie mir jetzt natürlich vorweg. Das war meine Abschlussfrage, die ich an alle stellen wollte. Aber wenn wir es jetzt schon so wunderbar eingeleitet Ich haben, muss ja wissen, ob ich meine ganzen Streamingdienste kündige oder nicht. Ne? Ja. unbedingt. Lassen Sie uns doch da tatsächlich dann direkt auch mal einsteigen. Das war sowieso mein Gedanke, dass wir am Ende diese Frage einmal an alle stellen. Du hast schon angefangen, Markolf. Wo geht die Reise hin? Wo geht die Reise auch für euch bei ATR hin, im Hardware-Bereich vorwiegend? Was sind die Trends, die du siehst? Und wo sehen wir vielleicht Streaming in 1, 2, 3 oder 5 Jahren? Also grundsätzlich erstmal, Streaming ist gekommen, um zu bleiben, weil es eben nicht mehr an physische Rahmenbedingungen gebunden ist, wie die Schallplatte, wie die CD, gerade ein digitales Medium. Das kann man wunderbar ersetzen über Datendienste und so weiter und so fort. Was nicht heißen soll, dass es nicht weiterhin eine Zielgruppe geben wird, die die CD einfach mag. Streaming ist super komfortabel, es ist in der Anwendung schlichtweg einfach, es ist überall verfügbar. Ich habe es auf meinem Handy, ich kann es zu Hause hören. All das ist gekommen, um zu bleiben, davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, oder mir fällt es manchmal schwer zu glauben, dass all diese Streaming-Dienste, die es heute gibt, dauerhaft im Markt einfach bleiben werden. Die müssen alle ihren USP irgendwie rausarbeiten. Welcher kann das sein? Das wissen andere Leute besser. Ich glaube, dass die Möglichkeit, auch Musik eben kaufen zu können, immer noch einen gewissen User auch bedient. Insofern finde ich es gut, dass es das gibt. Es gibt immer die ganz Großen, für die so ein bisschen Streaming einfach nebenbei ist, wie Apple und auch wie Amazon. Das sind natürlich mächtige Player. Gerade Apple, die ja nicht nur streamen, sondern die ja auch im Grunde mit ihren Formaten unglaublich starke Dinge tun. Also was das Immersive-Thema angeht, die die ganze Strecke einfach im Griff haben. Das sind Player, da kann man, also ich traue mir nicht zu sagen, wo die Reise hingeht, aber wenn die mal Lust haben, auf irgendeinen so einen Knopf zu drücken und sich auch mit HiFi zu beschäftigen, damit sowieso nur digital, dann wird das schon ein mächtiger Aufschlag sein. Auf Streaming werde reduziert. Ich glaube, Apple hat eine gute Daseinsberechtigung, einfach weil es auch in dieser Gesamtstrecke Apple als Hardware-Anbieter, als Streamer, als das immer Dinge geben wird, Immersive, die dort einfach implementiert sind. Wird es all diese Anbieter geben. Es wäre gut, wenn es die eben alle weiterhin gibt. Aber dass das irgendwann mal verschwinden wird, dass es woanders hingeht, glaube ich einfach nicht. Warum auch? Wieso? Wo soll es hingehen? Ich glaube, dass mein Problem eher ein anderes ist. Das Streamen verändert die Art, Musik zu hören. Es verkommt eben oft zur Convenience. Das ist ein bisschen ein Problem. Also Musik muss so schnell verzahnen. Ein Song muss sofort knallen oder es wird weiter geskippt. Der Künstler hat kaum noch eine Chance, einfach
in einem Albumformat zu denken. Ich höre immer so irrsinnige Sachen, gerade TikTok und so weiter. Also da darf ein Song wie lange sein? Keine Ahnung. Darf überhaupt nur 90 Sekunden haben oder was auch immer. Also alles Irrsinn. Für Leute, die aus der Musik kommen, ist die Gefahr einfach für mich im Streaming, dass Musik verkommt an vielen Stellen. Ja? Die wird ja ohnehin nur noch gemacht für irgendwie ein Jahr oder einen Monat oder was auch immer. Ändert nichts daran, dass Streaming einfach das eleganteste Format ist, Musik zu konsumieren, und der Komfort wird immer da sein. Da werden sicherlich noch andere Dinge kommen, die es noch komfortabler machen, noch besser. Formate werden sich entwickeln und so weiter und so fort. Aber ohne das geht es nicht. Wie sieht das auf unserer Anbieterseite aus, was die Hardware angeht? Die wird immer weiterentwickelt, immer neue Streamer, also was die Bridges sozusagen angeht, die Musik rausholen, immer neue Wandler, immer natürlich, wenn nicht hoch aufgelöster. Wahrscheinlich haben wir irgendwann wie bei 8K im Fernsehen, haben wir nicht mehr 102 und dann kommt irgendwann DSD zu streamen. Ich glaube, da gibt es immer noch ein paar Bandbreitenthemen, würde ich mal vermuten, jedenfalls Gott sei Dank, oder? in Ostwestfalen oder sowas. Ja. Also Streaming wird sicherlich genauso wie das Fernsehen auch immer mehr Cars und immer mehr Bits transportieren. Braucht man die irgendwann? Die Frage ist auch immer berechtigt. Wird sicherlich auf den Use Case ankommen. Ist es mobil? Ist es zu Hause? Zu Hause will ich sicherlich mehr Qualität noch als unterwegs. Aber Streaming begleitet mich immer. Ich habe ein Device, wo alle meine Musik drauf ist, ob ich sie zu Hause mir anhöre. Ich drücke auf die gleichen Knöpfe und so weiter und so fort. Es ist einfach komfortabel, es ist gut. Für mich ein Kosmos, den ich nie zu träumen erwagt hätte. Und trotzdem ist es immer noch so bei mir, Streaming ist manchmal auch nur das Medium, wo ich tolle Musik entdecke und dann drücke ich auf den Knopf und hole mir die Platte. Also Platte ist für mich immer noch das Luxusmusik hören, wenn ich wirklich Zeit habe, und ich selbst komme nicht in die Versuchung, kurz mal aufzustehen und die Nadel ein Lied weiterzumachen. Man ist einfach anders mit der Musik unterwegs. Und das ist das einzige Risiko, was ich sehe, dass das immer mehr zur Convenience wird. Und da treibt das Medium natürlich auch diese Art, Musik zu hören. Da müssen wir alle drauf aufpassen, dass Musik zu Hause eben nicht zu so einem Hintergrund und schnell weg und weiter verkommt. Dass wir uns einfach bewusst sind, dass Musik einfach auch was irre Schönes ist, was Freude macht. Und ja, Streaming wird da immer einen wesentlichen Beitrag leisten. Super. Danke dir. Das ist natürlich wirklich ein Punkt. Ich habe das auch oft schon gehört, dass Streaming und Platte so eine sehr elegante Koexistenz haben. Absolut. Das ist auch so, wie ich selber Musik höre. Absolut. Ja. Also Ja, absolut. vielen Dank. Wir machen mal die Reihe drüben weiter. Christoph, bei dir, wo geht die Reise hin? Wo geht die Reise vielleicht auch im Punkt der Infrastruktur hin? Das sind da die Trends, die uns erwarten, was dann in den nächsten Jahren noch kommen wird. Ja, grundsätzlich sagte ich ja, dass Datenübertragungsrate nicht alles ist, und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, obwohl sicherlich neue Dienste rund um Streaming auch entwickelt werden und dadurch auch die Anforderungen höher werden. Davon gehe ich auch aus. Aber es geht mehr dazu, dass in einem Haushalt halt mehrere Dienste parallel genutzt werden und dann der Anspruch, dass Streaming, ob jetzt Audio- oder Videostreaming, immer noch perfekt läuft. Und grundsätzlich von der Infrastruktur gibt es da Ansätze von der Bundesregierung, nennt sich die Gigabit-Strategie. Das bedeutet, bis zum Jahr 2030 möchte man, dass jeder Haushalt in Deutschland mit Glasfaser versorgt wird. Und Glasfaser bietet mal grundsätzlich im stationären Bereich eine sehr, sehr gute Performance, relativ schnelle Latenzen, etc. Ich denke, das ist ein guter Schritt. Ob das eingehalten wird, ist fraglich. Die Frau Merkel hatte auch, glaube ich, mal angekündigt, bis 2013 sollte jeder 50 Megabit pro Sekunde erhalten. Ist auch nie so realisiert worden. Aber die Ziele sind schon mal gut. Und im Mobilfunkbereich wird gerade 5G ausgerollt. Da gibt es Unterschiede. Man nennt das eine Non-Standalone, also wo ich noch 4G unten zusätzlich nutze, oder Standalone. Und mit 5G haben die Anbieter die Möglichkeit, sogenannte Slices zu bilden. Das bedeutet, man kann wirklich auf spezielle Kundengruppen eine Qualitätsmerkmale festlegen und sagen, ich biete dir eine gewisse Latenz und ich biete dir eine gewisse Datenübertragungsrate, und zwar festgelegt. Also nicht so wie jetzt im Shared Medium, sondern dort festgelegt. Es gibt erste Ansätze von Anbietern, auch in Deutschland, die das gerade im Gaming-Bereich fokussieren, wo halt schnelle Latenzen ziemlich wichtig sind. Und ich glaube, auch im Streaming-Bereich, ob jetzt Audio- und Videostreaming ist das Gleiche für mich. Auch da, glaube ich, geht die Tendenz dahin, dass man solche Pakete halt auch kaufen kann. Durch einen kleinen Obolus, der oben drauf kommt. Aber ich denke, das wird die Zukunft dann zeigen. Also die zwei Themen, stationär mit Glasfaser bis 2030 und auch 5G soll flächendeckend nutzbar sein bis 2030. Und da werden sich die Themen zusammen vermischen, dass man grundsätzlich eine bessere Qualität dann auch zu Hause oder mobil erfährt. Spannend, ja, da können wir uns auch freuen. Ich habe ein bisschen in der IT gearbeitet. Da gibt es den Begriff Quality of Service. Niemand in der IT würde auf die Idee kommen, sein Netzwerk
ohne solche Qualitätsabsicherungen zu betreiben. Das heißt, die Firmen wissen ganz genau, welche Bestandteile sie mit gesicherter Qualität vom Anbieter bekommen möchten. Und das wäre aus meiner Sicht doch sicher etwas, was auch für die Netzwerke, die Sie ansprechen, eine gute Entwicklung wäre, nämlich genau diese Qualitätsbegriffe für die einzelnen Elemente, die man übertragen will, dem Kunden anzubieten, und er muss dann aber dafür auch ein bisschen bezahlen, weil das ist nicht umsonst. Und das wollte ich noch loswerden. Wir haben die Technik, sie ist da, wir haben sie nur im Private-Bereich bisher nie genutzt. Na, nicht ganz. Also auch die etablierten Anbieter nutzen QoS, also Quality of Service oder Quality of Experience. Quality of Experience geht noch einen Schritt weiter, also da nehme ich die Nutzererfahrung mit dazu. Aber es ist ein großer Aufwand, eine Quality of Service durchweg und da wieder der Ende-zu-Ende-Ansatz durchgängig im Netz zu etablieren. Fängt an zu Hause mit dem Router, den ich habe. Der Router wird meistens von dem Anbieter gestellt über die Netzelemente des Anbieters und jetzt geht es dann weiter. Netzübergänge dann zu Anbietern wie Qobuz, dass man halt da Ende zu Ende Quality of Service fährt. Und das messen wir und wir sehen, dass es da immer noch Schwachstellen immer wieder gibt, durch Netzausfälle, aber auch durch fehlerhafte Provisionierung im Netz. Also das ist eine riesen Herausforderung, aber wenn man das eindeutig durchgängig hinbekommt, Ende zu Ende, glaube ich, ist man auch so weit, dass man das als Produkt auch den Kunden dann gesichert zur Verfügung stellen kann. Ja, vielen Dank für den Hinweis, natürlich. Auch noch eine schöne Perspektive. Wir gehen weiter. Abschlussworte. Mareile, wo geht die Reise hin? Wo geht die Reise für Qobuz hin oder für die Streaming-Anbieter, die Software generell? Genau, ich wollte gerne noch einhaken, auf das, was Markus gesagt hatte. Ich sehe das so ein bisschen dialektisch. Ne? Ich sehe, dass auf der einen Seite entstehen diese furchtbaren Trends bei TikTok, Sped-Up-Music, also Musik, die extrem schnell abgespielt wird, ganz, ganz furchtbar für mich persönlich. Umso mehr gibt es Leute, die genau wie wir das überhaupt nicht mögen und sich dessen umso mehr bewusst werden, wie schön es ist, ein ganzes Album zu haben, von vorne bis hinten durchzuhören. Genau deswegen ist das so ein bisschen auch unser UPC, dass wir nach wie vor den Fokus noch sehr auf das ganze Album als Gesamtkunstwerk legen, ein ganzheitliches Musikerlebnis schaffen möchten, was über den Sound hinausgeht mit redaktionellen Beiträgen, die wir mitliefern und so weiter, dass wir wirklich so ein Rundumpaket schaffen für den User. Und ich glaube, die beiden Extreme sind nötig, damit jeweils die Wertschätzung auch da ist. Bei Qobuz, ja, wir arbeiten mit Hochdruck an Qobuz Connect natürlich auf der technischen Seite, auch an einer neuen Musikbibliothek, also dass man nicht unbedingt andere Softwares wie Roon braucht, um seine Musik verwalten zu können, was natürlich immer noch ein extra Bonus ist. Damit möchten wir die User Experience auch innerhalb unserer eigenen App noch verbessern und das sind so die nächsten Meilensteine bei Qobuz. Wie siehst du das so generell bei dem Streaming-Markt? Sind da irgendwelche Trends, die uns erwarten, also bei den Anbietern oder? Also ich habe auch das Gefühl, dass trotz der ganzen künstlichen Intelligenz, automatisierten Algorithmen und so, dass darüber hinaus auch der menschliche Aspekt immer ein bisschen wichtiger wird, der ja bei uns auch sehr, sehr groß geschrieben wird. Also Kuratierung, sagt man das? Kuration auf Deutsch, ich weiß nicht. Kuratierung, Kuratierung, ja. Spielt auch bei anderen Plattformen immer eine größere Rolle, was ich auch sehr begrüße. Und ja, das schließe ich wieder so ein bisschen die Klammer zum Weinhändler, der dir eine menschliche Empfehlung gibt, welchen Wein du heute Abend trinken solltest. Okay, spannend. Und dann machen wir den Abschluss bei dir, Robert. Also bei dir auch die Frage, wo geht die Reise denn hin? Und danach können Sie nochmal einen Kommentar abgeben, gerne, das wäre klasse. Die Reise für Soundcore natürlich anders, aber vor allem für uns ist halt spannend die Perspektive, deine Perspektive auf die Masse mehr, auf die breite Bevölkerung, die außerhalb von unserer Nische ist. Wo ist da deine Einschätzung? Wie geht da der Streaming-Markt weiter? Was sind da Trends, die du siehst? Womit können wir da rechnen? Ja, genauso wie Markov es gesagt hat und ich glaube, was auch so der Konsens ist, Streaming ist gekommen, um zu bleiben, definitiv. Ist ja jetzt auch nichts super Neues mehr, aber ich glaube, die Rahmenbedingungen müssen passen. Da haben wir verschiedene Jobs, die wirklich funktionieren müssen, sei es die Netzinfrastruktur, darüber haben wir geredet, auch, dass die Anbieter das anbieten und vor allen Dingen, ich glaube auch, ihr seid da auch gefragt tatsächlich, dass ihr vielleicht auch noch viel mehr, ich meine, wir sitzen jetzt hier 16:30 Uhr am Samstag, anstatt draußen am Baggersee zu sein, sondern hören uns einen Vortrag an und eine Diskussion. Und das zeigt ja schon, dass wir interessiert sind. Aber der Massenmarkt, und den bedienen wir ja auch einfach als Hersteller,
ich habe ja gerade meine Frau erwähnt, so, und die ist jetzt vielleicht tagesformabhängig, hat sie wahrscheinlich jeden Tag einen schlechten Tag, weil sie immer über ihr Handy hört. Also einfach mit diesem einen schrillen Lautsprecher. Und ich glaube, da haben wir noch ganz viel Aufklärungsarbeit wirklich zu tun, um den Leuten zu zeigen, was eigentlich der Unterschied ist und was High-End-Streaming eigentlich bedeuten kann. Wir als Hersteller sehen das auf jeden Fall natürlich, dass wir da am Start sind. Also egal was kommt, wir sind da, wir bieten die technischen Innovationen, bieten das auch für verschiedene Preisklassen, damit jeder teilhaben kann quasi, und gehen auch jetzt noch ein bisschen mehr mit dem kommenden Gerät, was demnächst rauskommt, noch mehr in den Premium-Bereich, was für unsere Verhältnisse Premium ist. Und ich glaube, da werden die Hersteller sich dann auch weiter bekämpfen, sag ich mal, und immer versuchen, immer mehr, immer schneller, immer besser auf schönere, schlankere, leichtere Geräte alles zu verbauen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, die Reise, die ist ja schon gestartet und sie wird gut. So, und die Soundqualität soll auch gut sein. Wichtig ist einfach, dass die breite Masse das auch versteht, was High-End-Streaming eigentlich ist. Ja, das sind eigentlich sehr, sehr schöne Abschlussworte. Wir haben, glaube ich, noch Zeit, wenn Sie wollen, noch einen Kommentar zum Abschluss. Vielleicht noch einen kurzen Kommentar oder eine kurze Frage, vor allem an die junge Dame. Es passiert ja nicht selten, dass man beim Streaming eine Playlist hat und plötzlich ist ein Titel nicht mehr verfügbar, den man vorher hören konnte. Es ist überhaupt nicht transparent, wie das kommen konnte, etc. pp. Und damit verbunden die Frage, wie groß ist die Gefahr, dass das Ganze diversifiziert wird, in dem Sinne, dass man 5 Anbieter braucht nachher, um wirklich die gesamte Musik, die man mag, auch hören zu können? Beziehungsweise wie groß ist die Gefahr, dass über die Rechtevergabe etc. Titel, Alben etc. dann verschwinden und man muss sie vielleicht über einen separaten neuen Dienst dann teuer wieder aufrufen? Genau, also meistens, ich kenne die Fälle, von denen Sie sprechen, in den meisten Fällen ist das so, dass die Titel nicht komplett von der Plattform verschwinden. Die werden von den Plattenfirmen durch eine neuere Version ersetzt. Das passiert leider ohne unser Wissen. Wir werden nicht informiert, wir wollen das auch nicht unbedingt, aber wir haben da keine Handhabe rüber. Wenn Sie dann den Titel suchen auf der Plattform, werden Sie ihn wieder finden und müssten ihn dann einmal manuell austauschen. Wir könnten natürlich einen Algorithmus schaffen, dass das automatisch passiert, aber das möchten eigentlich unsere Kunden nicht. Also die möchten nicht, dass wir in ihren Playlist rumfuschen. Von daher machen wir das nur in unseren eigenen, von Cobras kuratierten Playlists. Aber in den aller seltensten Fällen verschwindet wirklich ein Titel komplett. Also einfach nochmal über die Suchmaschine gehen und neu einsetzen. Okay, super. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Damit sind wir auch tatsächlich ziemlich am Ende. Wir haben schon ein paar Minuten überzogen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, dass alle daraus was mitgenommen haben. Ich fand die Perspektiven sehr spannend. Hat mich total gefreut, dass ihr alle hier wart und euch dazu ausgetauscht habt. Wir sind vielleicht gleich noch kurz, ich werde noch ein bisschen hier rumschwirren gleich danach, falls noch irgendjemand Fragen hat. Vielleicht die Kollegen auch, das weiß ich gar nicht genau. Aber sonst würden wir tatsächlich jetzt das Ganze hier abschließen und uns bei Ihnen bedanken, dass Sie hier waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Also herzlichen Dank und noch eine schöne Messe. Vielen Dank, Julian.